und hat herausgefunden, dass die Ratte fast bis zum Erschöpfungstod gefickt hat. Was geht ab, Freunde? Ich bin's Tim und zwar werden wir heute auf Larry Wheels Addiction-Video reagieren und ich werde euch ein wenig was zu Pornokonsum erzählen und vor allem der Verhaltenssucht, zu viel Pornos sich reinzuziehen. Wir werden uns das Video angucken, das ist ein sehr ernstes Thema. Wie gesagt, ich habe auch definitiv Phasen gehabt, wo ich das zu viel gemacht habe, aber ich muss sagen, da hatte ich mich Gott sei Dank immer relativ gut noch im Griff, weil ich schnell nach und während dem Graskonsum gemerkt habe, das hier fühlt sich relativ ähnlich an, das sollte man nicht übertreiben. Jetzt werden wir uns seine Sache angucken, weil sein Statement hat mich dann doch überrascht, weil er von was gesprochen hat, wovon ich noch keine Ahnung hatte, dass es existiert. Und dann mir auch Wissenschaft dazu angeguckt und dann habe ich mir gedacht, holy shit, das kann ein riesengroßes Problem werden. What's going on, guys? So for about the last 3 years, I have been battling an addiction that has been compromising my future and my relationships. When you go on adult sites, you may see ads for cam sites. Well, sometimes I'd spend an hour or two on an adult site trying to find the perfect video and then one day... Der Mann hat sich dann auf Pornoseiten verirrt, hat dann ein bisschen zu viel Zeit dort verbracht und dann, jetzt kommt der springende Punkt, ist er auf Cam-Sites gekommen. Ich kenne diese Werbungen, ja, aber ich habe mich tatsächlich noch nie auf eine verirrt. Probably the worst decision I've ever made. Because I got sucked in slowly but surely. Slowly over time, it started off with, maybe one or two $10 purchases, tipping them out of $10 here and there. But after about 3 to 6 months of experimenting and visiting these campsites, I realized myself going on it more and more frequently. Fast forward to the last, I want to say 8 months, every single month, I have been spending any and every last bit of extra money that I have come in monthly on campsites. Krass, also er hat sein ganzes Geld, was er verdient hat, hat er ausgegeben für diese Campsites. Also über 8 Monate, kompletter Kontrollverlust. On online paid porn, on models, and it has not only compromised my relationship, but my future. Luckily, I have a very understanding partner. You guys all know her as Nicole Drinkwater. Bro, der hat sogar noch eine Freundin, die Arme. And I finally had the courage to open up to her about it because... Boah, was für eine weirde Situation, du musst dir vorstellen. Er sitzt da, gibt übertrieben viel Cash aus dafür und dann hat er wahrscheinlich weniger Zeit mit ihr verbracht, dann irgendwelche Lügen und verheimlicht und blablabla, halt so wie Drogensüchtige halt das machen. Und dann erklärt er das mal. Also erstmal, krass, gut, spricht auch für die Beziehung, dass sie da offen drüber reden konnten und dass sie das verstanden hat. I had no savings, I had nothing for my future, nothing, and even at one point I was getting into a negative balance. And was? Der hat sogar Schulden gemacht mit der Sache. Make excuses as to why I couldn't afford to go out to this nice dinner, or why we couldn't take this trip here, or why I couldn't do this or that. I had to make excuses because I wasn't ready to admit the truth. The truth is that I had been wasting all of my money on this campsite addiction. And I have always been someone who I felt was good with money in the sense where I didn't spend my money on clothes. Das ist aber auch die Standardline, die jeder Mensch bringt in der Nutshell. Ich bin kein Suchtmensch, ich bin verantwortungsvoll, blablabla. So gut wie jeder Mensch, ich habe es heute auch in meiner Story gepostet, hat eine Anfälligkeit für irgendwas davon. Und wenn es dann einmal anfängt, ist es nur ein Selbstverstärker. Denkt nicht, dass ihr stärker seid als sowas, glaubt mir, ist keiner von uns. So when this came about, I don't see how it took me so long to realize how bad it got. And when I realized how bad it got, it was a case of every day saying, okay, this is the last time. And that kind of went on for months and months. Ja, das mit dem letzten Mal, das kenne ich auch vom Kiffen. Also bei mir ja, komm, jetzt heute noch und dann morgen wird alles besser, dann habe ich die Energie und die Motivation und dann nächsten Tag Pustekuchen. Now, I came up with a system with Nicole after I opened up with her where every single morning she goes through all of my bank accounts. She knows where all my money comes in and where all of my money goes. Now, we've built up that trust and it has been working. So for the last... Schlauer Mechanismus, also er hat die Scham überwunden, hat darüber gesprochen mit ihr, sie hat es verstanden und sie sieht nun alle seine Kontobewegungen, das heißt, wenn er irgendeinen Kack macht, sieht sie es und das ist sehr, sehr schlau, um sich selber in den Griff zu bekommen, tatsächlich, das ist eine schlaue Strategie. I want to say 2 months we had the system in place, I haven't spent any money relating to anything that I was wasting all my money on. So I've made huge progress considering the last 2 years
all of my extra money has been going to these campsites, leaving me with nothing every month. And in the last 6 months, in a negative balance. But before the pandemic happened is when we had this system in place. So had I kept this up, had we not worked out a solution, I'd be in a very bad place right now. Maybe having to borrow money from a friend or get a loan out. I don't know what I'd be doing, but I'm so grateful to have such an understanding and loving partner to help me work through this addiction, because I wouldn't have. Das mit dem Geldleihen und diesem verantwortungslosen Umgehen mit Geld, also das ist jetzt, kennt man einerseits von Drogen, kennt man aber auch von der Glücksspielsucht. Also da sieht man auch echt, wie riesig dieser Kontrollverlust ist. Been able to progress from how I can see it without her. We actually had worked out a really great system. It's still working right now. Haven't spent any money on anything related to that, and I'm proud of myself. So how I came about to opening up about it to her was because I so desperately wanted to overcome it. I realized how much of it has consumed me, and not only while I was active on it, spending money in the moment, but even when I go to the gym and do other activities, I find myself constantly thinking about the next opportunity I would get to spend money. And I was so embarrassed and humiliated to open up to her about this that. Ja, das ist schon, also das kann ich mir vorstellen, dass es extrem peinlich ist, über sowas zu reden mit seiner Freundin. Es ist auch sehr weird, weil er auch gar nicht in dieses Schema passt, weil jetzt jeder, wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden würden, wer so, wie man sich so irgendwie jemanden vorstellt, der süchtig ist nach sowas, denkst du halt an irgendeinen so einen vollgewichsten Typen, der den ganzen Tag mit Chips vorm PC hockt und nicht Larry Wheels BBC has entered the chat in so einer Porn-Site und dann sieht irgend so ein Cam-Model die denkt sich auch dann, what the fuck, warum ist der hier? Der kann doch im normalen Leben das auch haben. Aber da sehen wir, das ist eine sehr problematische Sache. Wir werden gleich drüber reden. Bevor es weitergeht, vielen Dank an Blinkist, die das Video sponsern und vor allem auch das Thema. In der Infobox habt ihr einen Link, da kriegt ihr 20% auf Blinkist. Blinkist habt ihr eine Riesenbibliothek von über 3500 Büchern, die zusammengefasst worden sind aufs Wesentliche, ohne die Kerninformationen aus den Augen zu verlieren. Wirklich sehr, sehr krass. Auch hier findet ihr sehr, sehr viel zum Stichwort Sucht. Wird jedem von euch weiterhelfen, wenn man die Kernmechaniken von Sucht versteht, weil man sie überall anwenden kann und auch sehr, sehr viel mehr Macht und Klarheit über sein eigenes Leben und seine Psyche erlangt. Ich sag's euch, in 15 Minuten könnt ihr euch zwar einen von der Palme wedeln, aber in 15 Minuten könnt ihr bei Blinkist ein ganzes Buch euch reinziehen. Deswegen, Freunde, geht nach unten, zeigt Blinkist ein wenig Liebe und ich sag's euch, damit tut ihr euch nur was Gutes und habt eine gute neue Gewohnheit, wo ihr jeden Tag was Neues sehr, sehr schnell lernen könnt. Also erstmal sportlich krass Respekt vor Larry und auch krassen Respekt, dass er ehrlich ist und sowas teilt. Habe ich selber auch bei der einen oder anderen Sache gemacht, die mir peinlich war oder auch offen bin im Internet. Deswegen, ich schätze solche Leute sehr, die offen über sowas sprechen, weil es auch diesen ganzen Dingen Aufmerksamkeit gibt und vor allem Leuten, die selber Scham haben, in ihrem eigenen persönlichen Umfeld darüber zu sprechen oder sich Hilfe zu suchen oder überhaupt das Problem zu sehen, die Augen öffnet. Deswegen ist so etwas sehr, sehr wichtig und bin ich dem auch sehr dankbar, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht betroffen bin. Wir können jetzt einmal darüber sprechen, was passiert im Hirn durch Pornos. Wir können jetzt aber nochmal eine Ebene nach vorne gehen und gucken, warum ist Cam-Sex nochmal so viel süchtig machender als normale Pornos. Ich fange mal an bei ganz normalen Pornos, dass man das jetzt versteht. Also evolutionär gesehen ist es für uns natürlich wichtig, dass wir uns fortpflanzen. Deswegen musste in unser Belohnungssystem eine sehr, sehr starke Belohnung hineinprogrammiert werden, um sexuelle Kontakte und vor allem Sex zu fördern, dass wir die Motivation dafür haben. Diese Motivation ist sehr, sehr groß. Und jetzt vergleichen wir mal den Menschen damals mit den Menschen heute. Eigentlich haben sich nur unsere Umstände verändert. Unsere Hirnarchitektur hat sich nicht großartig verändert. Deswegen haben wir immer diese Anpassungsstörungen, weil sie eigentlich für einen anderen Lebensraum geschaffen worden sind. Und jetzt vergleichen wir mal unsere Möglichkeiten heute. Wir gehen heute auf eine Pornoseite und wenn ich mich jetzt zum Beispiel sage, ich verirre mich auf Seite 20, dann ist das ein klassischer Toleranzeffekt, weil die normalen Pornos, die ich sonst gucke, wo mir schon ein Otto-Katalog gereicht hat, wo ich eine Frau gesehen habe in Unterwäsche als Kind, dann später, jetzt hast du dich auf Seite 20 auf einen Porno verirrt, wo du noch selber in die Suchleiste eingegeben hast, das ist die Toleranz. Das ist wie wenn du noch mehr Droge brauchst, um denselben Effekt zu erzielen. Neurobiologisch ist das auch haltbar. Das heißt, wenn man das Hirn untersucht, dann kann man auch sehr schnell erkennen, wenn ich dir jetzt oder einem Süchtigen zeige, also ein sexuelles Bild zeige, kann ich anhand der Reaktionen in verschiedenen Hirnarealen in einem MRT erkennen, ob du süchtig bist nach Pornos oder nicht. Die Sache ist jetzt die, wenn wir vergleichen, wie viele Frauen
ich sehe, wenn ich zum Beispiel bis auf Seite 20 mich bei Pornos verirre und das vergleiche jetzt mit dem klassischen Höhlenmenschen von damals, da sehe ich wahrscheinlich auf diesen 20 Seiten mehr Frauen, als der in seiner Lebenszeit sieht, mit denen er sich paaren kann. Wir kreieren so einen sogenannten Superstimulus. Stimulus ist Reiz, ein Superreiz. Dieser Superreiz ist dadurch gekennzeichnet, dass er so stark ist, dass er die ursprüngliche evolutionäre Funktion, für die er konzipiert worden ist, übersteuert. Wir können uns jetzt mal im Tierreich das Ganze ansehen. Und zwar, der Versuchsaufbau war so, man hatte einen Vogel und der hatte verschiedene Eier bekommen, die man schön angemalt hat, dekoriert hat und schöner gestaltet hat. Und daneben waren die Eier des Vogels, die der Vogel selber gelegt hat. Für welche hat er sich entschieden? Schönere. So, dieses Prinzip gibt es überall in der Natur. Man hat dasselbe auch gemacht mit männlichen Schmetterlingen und hat denen schönere Fake weibliche Schmetterlinge gezeigt und die haben versucht, mit denen sich zu vermehren. Technologie entwickelt sich immer schneller voran, exponentiell. Warum? Weil wir immer mit der neuen Technologie, die wir bauen, die Nachfolgetechnologie-Generation bauen. Zum Beispiel VR funktioniert nur, diese Industrie gibt es noch, eigentlich wird die nur stabilisiert, gerade durch Pornos, ja? Weil die dort den größten Einsatz findet. Weil dort die Immersion hoch ist und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir Camsex. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das die natürliche, nenne ich es mal, also natürlich im perversen Sinne vielleicht, die Entwicklung ist, zu sagen, wir gestalten Pornografie noch ökonomischer. Die Verweildauer des Nutzers muss maximiert werden. Das ist eine betriebswirtschaftliche Funktion in so einem Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es dann, wenn es halt eine Paysite ist oder so, ist es so viel wie möglich Geld aus dem herauszubekommen. So, ohne das verantwortlich zu deckeln. Jetzt muss man sich erstmal im Klaren darüber sein, dass das ein übertrieben starker Reiz ist. Und das Problem ist jetzt, Pornografiekonsum und viele andere Suchterkrankungen führen dazu, dass vor allem der präfrontale Kortex, also der Teil, der für diese exekutiven Funktionen verantwortlich ist, entkoppelt wird vom limbischen System und vom Belohnungssystem. Das hat zwei Probleme, drei vielleicht sogar. So, das erste ist, ihr könnt euch vorstellen, bei Pornos oder bei Süchten generell, also wenn du einem Superstimulus nachgehst, dann konkurriert der mit allen anderen möglichen Reizen, die du in deinem Leben hast. Und wenn du jetzt morgen in die Schule musst oder morgen für eine Hausarbeit lernen musst oder die aufbereiten musst oder was weiß ich noch alles tun musst, etwas Dummes tun, worauf ich keinen Bock habe, im Endeffekt, ich muss morgen Schwanz lutschen, damit es mir übermorgen besser geht. Das heißt, du hast eine längerfristige Zielstruktur, die du einhalten möchtest und einen Plan. Du wertest kurzfristige Belohnungen höher ein als langfristige Belohnungen, was im Endeffekt dumm ist, weil es dich unzufriedener und unglücklicher macht auf lange Sicht und auch ungesünder ist, weil du eben nicht verstehst, dass dein Glück hoch verzinst ist oder du verstehst es vielleicht, aber du verhältst dich letzten Endes nicht so. Genau dasselbe passiert bei Pornografiekonsum. Das heißt, alle anderen normalen Dinge, die in deinem Leben eine Rolle spielen, spielen immer eine geringere Rolle, weil sie nicht konkurrieren können mit der Reizintensität von sexuellen Cues, nenne ich es jetzt mal, also von sexuellen Reizen. Wir haben eine ähnliche Veränderung im Hirn tatsächlich, die passiert auch bei Heroinkonsumenten. Und zwar, das Ding ist, weißt du, welcher Neurotransmitter dafür verantwortlich ist, dass du einen Orgasmus hast bei Mann und Frau? Das sind im Endeffekt 3 Stück, Prolaktin, Oxytocin und Beta-Endorphine. Und diese Beta-Endorphine, das ist dein körpereigenes Morphium, nenne ich es mal, ja, deine körpereigenen Opiate. Die Stoffgruppe wie Heroin. Die Art und Weise, wie sich das Hirn verändert, da steckt der Teufel im Detail, das ist super, super komplex und das werde ich jetzt hier in diesem Video auch nicht erklären können. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel diese Konnektivität zwischen, das nennt man zum Beispiel dorsolateraler präfrontaler Kortex, das ist einfach eine Region von diesem präfrontalen Kortex, die verantwortlich ist für Teile dieser exekutiven Funktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, und dem Caudat. Dass ihr versteht, das sind 2 Hirngruppen, also 2 Hirnareale, die eigentlich miteinander eine funktionelle Konnektivität eingehen. Das heißt, der hier feuert und der hier kontrolliert zum Beispiel, okay? Also hier das Denken über, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise, ich vereinfache das jetzt stark, ich habe jetzt diese Emotion, oh, ich habe jetzt Lust auf irgendetwas und dann sagst du, nein, ich möchte jetzt aber eigentlich etwas anderes tun und ich diszipliniere mich. Oder was auch immer, ne? Dass du darüber Herr bist, über das, was passiert in dir, was du fühlst und spürst und das dich nicht kontrolliert. So, wenn du das aber funktional entkoppelst, dann hast du hier keine exekutive Funktion als Reaktion auf dieses Gefühl. Und diese Entkopplung ist eins der Probleme bei Pornosucht. Weil diese Leute, was man nicht unterschätzen darf, sind zwei Komponenten im Grunde genommen, die ausschlaggebend sind bei Pornokonsum. Es ist einmal das dopaminerge System, Desire, es ist das Wanting, also das Wollen, ja. Und am Anfang ist es noch das Gefallen, dieses Liking, das Liking vom Orgasmus. Das heißt,
Am Anfang ist es die Erwartungshaltung. Wir wollen ja nicht schnell quasi, das kenne ich ja auch von mir selber, wenn ich bis auf Seite 20 rumpimmel, weil eigentlich könnte ich ja jetzt direkt mir irgendwas reinziehen, so Augen zu und durch, Hauptsache ich bin vorbei und ich habe Zeit gespart und ich muss es hier nicht noch weiter dumm rumsuchen. So. Aber dieses Suchen beginnt zu gefallen. Hier gibt es eine Tierstudie mit Ratten oder Mäusen. Was man gemacht hat, man hat eine Ratte genommen und hat die dann Sex haben lassen mit einer weiblichen Ratte, bis die Ratte halt nicht mehr konnte. Was hat man gemacht jetzt? Man hat die Ratte ausgetauscht und eine neue weibliche Ratte eingesetzt. Eigentlich, jetzt kann die Ratte nochmal oder nicht? Ja, kann nochmal. Warum? Neugier ist getriggert, das Suchen, das Wollen ist getriggert, Neue ist da. Jetzt hat die Ratte wieder Bock. Und die Ratte hat, man hat das öfters wiederholt, das Experiment, und man hat herausgefunden, dass die Ratte fast bis zum Erschöpfungstod gefickt hat. Wir haben neue Umstände und eine viel größere Vielfältigkeit und Verfügbarkeit von Pornos. Das ist dasselbe Problem wie mit allen anderen Drogen auch. Es ist die Verfügbarkeit, weil Gelegenheit macht Diebe. Im Internet allgegenwärtig. Das ist auch eine der zulässigen Kritiken, die man haben kann an Pornoseiten in meinen Augen auch. Und jetzt muss man sich halt überlegen, okay, du hast jetzt diese Verfügbarkeit und im Endeffekt machst du ja dasselbe. Du suchst immer etwas Neues. Das ist Steigern der Toleranz. Im Endeffekt, weil du dann immer extremere Sachen brauchst und so weiter und so fort. Hat man auch untersucht, dann hat man auch herausgefunden, dass Leute dann so ein bisschen extremere Tendenzen eingehen und denen auch extremere Sachen gefallen, weil sie sich halt satt sehen an gewissen Dingen. Also relativ nachvollziehbar, aber es ist ganz, ganz wichtig, das im Sinne einer Suchtdynamik zu sehen, weil man sich damit selber kaputt macht. Ja, also du machst aus dem Hirn Schweizer Käse im Endeffekt, wenn du das lange machst. Das heißt, wenn du 20 Jahre Pornos guckst, wirst du ähnliche, ich will es nicht Hirnverschleiß nennen, weil es ist eigentlich kein Verschleiß, aber negative Umbauten und Charaktertransformationen haben, also eine Veränderung deiner Persönlichkeit ins Negative. Wie genau das alles aussieht, können wir gerne wann anders mal besprechen, aber es ist ganz, ganz wichtig, diese Umstände zu verstehen, in denen wir uns befinden und auch das nicht vielleicht, ich sag's euch ehrlich, ich für mich, Nico sagt immer so, ja, ich mach's mir mit meinen Gedanken und so, ich sag euch, das ist das Schlauste. Das ist wirklich das Allerschlauste, das so zu tun. Warum? Jetzt wird das Ganze nämlich noch viel problematischer. Es fängt an, damals bei mir, kannst du jetzt die Magazine angucken, jetzt kannst du Pornos angucken und jetzt der nächste Schritt sind VR, Spiele und, was noch? Diese Cam-Sex-Geschichten. Warum sind diese Cam-Sex-Geschichten so problematisch? Wir haben jetzt einmal diese Suchtstruktur, die Sex grundsätzlich mal aufbaut, also dass wir sagen, das ist ein Superstimulus und wir können damit auch das Essen übersteuern. Auch bei Affen hat man das teilweise getestet. Das heißt, man hat Affen Bilder gezeigt, also Unterleibsbilder von geschlechtsreifen und fruchtbaren weiblichen Affen. Weißt du, was passiert ist? Die haben ihren Fruchtsaft, haben die getauscht, um weiter diese Bilder angucken zu können. Das heißt, die haben Nahrung getauscht gegen Pornos. Das heißt, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn man das biologisch auch bei anderen Organismen sieht, also anderen Säugetieren, dann sieht man, okay, weil im Grunde genommen wir sind evolutionär nur ein paar Steps weiter. Wir sind halt Affe 1.5 oder Säugetier 2.5, wie auch immer man das jetzt drehen will. Das heißt, weil Leute jetzt hier sagen bei den Tierstudien, was kannst du daraus wirklich an Informationen rausziehen? Wir sind schon sehr, sehr viel ähnlicher, als wir denken, also die grundlegenden Systeme. Ja, also zum Beispiel dieses Bonding, dieses soziale System ist ein Opiatsystem. Das heißt, diese Beta-Endorphine und Co., wenn jetzt jemand sich fragt, wie fühlt sich Heroin an? Heroin spricht vor allem diese sozialen Bahnen deines Hirns an. Und deswegen ist es auch so gefährlich. Deswegen kannst du dir jetzt vorstellen, kennst du es, wenn du im Bett liegst und es ist so super, draußen regnet es übel intensiv und du bist eingekuschelt in deiner Decke, es ist Samstag und denkst eigentlich, es ist Montag und du bist gerade aufgestanden und hast jetzt noch erfahren, kannst noch mal 5 Stunden pennen. So das Gefühl auf Steroiden, dann noch mit irgendjemandem, den du liebst, neben dir, so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Wir sind jetzt bei den Cam-Pornos. Was ist jetzt hier das große Problem? Und zwar, wir haben jetzt einmal die Suchtstruktur von Pornos und jetzt legen wir darauf nochmal die Suchtstruktur von Glücksspiel. Und nochmal eine soziale Dimension höher. Wir haben eine viel größere soziale Immersion. Wir haben jetzt erstmal Pornos an und für sich. Dann haben wir jetzt die Frau und diese Frauen, die geben dir die Illusion, dass du mit denen zusammen bist, zusammen sein kannst, whatever. Das heißt, Leute können sich tatsächlich verlieben in diese Frauen. Es geht nur um die Möglichkeit, du hast jetzt die Möglichkeit, mit einer Frau zu schreiben und du siehst direkt, oh, ich habe dir jetzt geschrieben, die reagiert auf meine Antwort. Ich sehe gerade, was sie macht, ich kann mich mit der unterhalten. Wenn ich jetzt noch ganz lustig bin und Geld habe, kann ich die ganzen anderen Wichser da rausschmeißen, alleine mit der reden, machen, was ich will. Vielleicht ist sie ja doch an mir interessiert, wenn ich das erste Mal jetzt Geld zahle und dann wird es besser. Diese Frauen, die riechen das, die wissen das ganz genau und das ist eine ganz systematische Abzocke. Aber das ist jetzt, also was ist Abzocke? Abzocke jetzt ist weit hergeholt. Ich will es nicht Abzocke nennen, weil die Frauen, glaube ich, oder wer auch immer die ganzen Darsteller, die das machen, sich nicht darüber bewusst sind, was sie so machen. Das perfide dran ist, es ist ein selbstorganisiertes System, das sich dahingehend entwickelt, immer süchtiger machend zu werden. Du hast jetzt dort eine Seite, dann kannst du dir eine Ingame-Währung kaufen. By the way, Twitch hat das gebeitet von denen. Ne? Also das kommt, dieses Donation-System kommt aus der Pornoindustrie.
Pornoindustrie. Jetzt tippst du wie auf Twitch, hast ja jetzt deine Tokens und hast du halt wie so eine Speisekarte. Dann kannst du sagen, okay, jetzt schiebt die sich das und das in die Körperöffnung dort rein oder kaufst du ihr irgendwelche Social-Media-Profile von der oder ihre Telefonnummer, dass du mit der reden kannst oder was weiß ich, was für horrende Summen. Ich habe das angeguckt, ich konnte es nicht glauben. Ich war so, was? Da zahlt jetzt irgendjemand 200 € für eine Handynummer von der Tussi. So am Ende ist es nicht mal ihre Handynummer, sondern es ist ihr Bruder, der dir da irgendein Kack schreibt. Also so aus jeder erdenklichen Dimension halte ich das für weird. Jetzt muss man eine Sache bedenken. Wenn du gerade in dieser, man nennt das sexuelle Trance, ja, dein Hirn verändert sich, während du gerade in Sex engaged. Das heißt, deine Angst fährt runter, du bist gerade in keiner Art und Weise Herr deines eigenen Kopfes und du triffst gerade finanzielle Entscheidungen. Das ist die dümmste Kombination, die du eingehen kannst als Mensch. Faszinierend. Also aus einer Business-Sicht, ohne Ethik, krass. Aus einer Sicht, was du gerade machst mit Menschen, absolut unterste Schublade. Also im Endeffekt förderst du machst Leute süchtig, um ihnen richtig fett Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Ding ist unreguliert und weil es eben noch nicht so ganz eindeutig ist in der Wissenschaft, ist das jetzt eine Sucht oder nicht, bliblablub. Und dann dauert das halt Ewigkeiten, bis das die Politiker sich da tatsächlich drum kümmern. Deswegen versuche ich euch jetzt zu erklären, haltet euch fern von sowas und zwar ganz, ganz dringend. Wenn ihr das wie bei Free-to-Play-Spielen, wenn ihr das erste Mal Geld zahlt, dann seid ihr gefickt, weil das ist wie der erste Moment, in dem du beim Glücksspiel gewinnst. Es ist dasselbe, was in deinem Hirn passiert. Du hast jetzt auf einmal die Liebe von dieser Frau gekauft, weil im Endeffekt ist es genau das. Ja? Und Liebe ist jetzt eine Beschönigung für alles andere Ekelhafte und Dreckige, was man in diesem Moment dann von der Frau will. Vielleicht ist der ein oder andere hat kritisiert, dass es in meinem Podcast zu kurz gekommen ist, aber das wäre dann auch ein langweiliges und zähes Gespräch gewesen, wo ich jemanden, der ganz viele andere interessante Dinge zu sagen hat, festnagel auf, was bist du für ein Bastard, du machst Leute süchtig und dann moralisiere ich an Stellen, wo es vielleicht man moralisieren kann, ja, aber es ist langweilig. Ich will euch hier einfach nur versuchen zu erklären, wo die Probleme liegen und wieso das jetzt vielleicht nicht Common Knowledge ist. Und auf der anderen Seite, ganz viele Leute schämen sich darüber zu sprechen, ist auch ganz klar. Aber an der Stelle will ich mich bei Larry bedanken für das Video. Das ist wirklich sehr, sehr krass ehrlich und schön gewesen. Ob Leute Pornos gucken über einen langen Zeitraum oder ob sie verschiedene andere stoffgebundene Süchte haben, unter denen sie leiden, man sieht ähnliche biologische Veränderungen im Hirn. Ja, ob das also von Volumenänderungen, das heißt Hirnareale, die kleiner oder größer werden und dadurch auch in ihrer Funktion entweder beeinträchtigt werden, letzten Endes diese ganzen exekutiven Funktionen, von denen ich gesprochen habe, die uns Menschen ausmachen, wo wir die Möglichkeit haben, uns selber zu verwirklichen und zu realisieren, liegen in diesen exekutiven Funktionen. Und es ist schön, Spaß zu haben, aber versucht den Spaß zu haben mit einer echten Frau oder einem echten Mann. Bedenkt, was ich euch gerade sage. Das hier macht euch beziehungsunfähig. Das wird nicht nur eure Beziehungen zerstören, sondern auch euer Leben zerstören. Wieso? Weil ihr unter eurem Potenzial bleiben werdet. Und deswegen, man kann jetzt hier sagen, ja, Deutschland ist ein freies Land und wie auch immer, vorhin mit einem Kumpel darüber gesprochen, der sagt so, ja, nee, ich mache das gerne. Guck halt, wie weit es dich bringt und irgendwann wirst du Probleme damit haben. Und ich sag's euch heute, so wie es ist, diese Industrie, die wird sich weiter kommerzialisieren und die Technologie dahinter wird immer stärker. Wenn wir dann die Zielstrukturen haben von Computerspielen, wenn wir dann die Immersion haben von Virtual Reality, die sozialen Elemente von Camsex-Seiten und dann noch dieses Casino-Prinzip dahinter und das alles vereinen, ja, das sind jetzt gerade nur 2 Sachen, die bei Camsex primitiv zusammengekommen sind. Ja, diese Sachen werden immer zunehmend weiter zueinander führen, mit dem Ziel, eure Verweildauer mit diesen Dingern zu maximieren. Und hier muss dann später Ziel sein, ob es der Gesetzgeber ist oder wir, budgetiert eure Zeit. Wenn ihr sagt, 10 Minuten am Tag Pornos ist es mir wert, dann macht das. Die Leute, die das machen, ihr könnt nicht versuchen, Leute 3, 4, 5, 6 Stunden am Tag oder noch länger an diesem Scheiß zu halten. Das geht doch nicht, das ist doch Schwachsinn. Das produziert dann viel mehr soziale Kosten, als es Gewinn generiert für die Leute, die davon profitieren in dem Fall. Das ist eine Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, früher oder später. Deswegen, Freunde, immunisiert euch rechtzeitig davor, denn die Verlockung wird nur noch größer. Genau wie beim Glücksspiel, als ich gesagt habe, diese Industrien werden immer potenter. Die sind zwar unterm Radar, aber glaubt mir, das ist sehr, sehr problematisch. Also wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir können an der einen oder anderen Stelle gerne nochmal ins Detail gehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Reaction machen und nicht so viel drumherum labern, aber schreibt Fragen unten drunter und ich werde das Thema auf jeden Fall vertiefen. Ich habe noch viel mehr Notizen, deswegen können wir hier oder in dem Stream wann anders auch nochmal gerne darüber sprechen. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Ciao, ciao.